Willkommen zu Camping und Wohnmobil News und Neuheiten. Alle Links, Foren und Produkte auf Wohnmobil. In der Folge 6 2021 berichten wir euch wieder über aktuelle Zubehör- und Techniktrends, Highlights aus Foren und Facebook-Gruppen, ja, und was uns in den letzten 4 Wochen so im Internet alles aufgefallen ist. Heute haben wir für euch Comworks Reifendrucksystem. Wir sind im Dieselskandal, wir lassen uns jetzt vertreten und nehmen euch dazu mit. Eine geniale Verdunklung, das Multirolo, rausgucken, aber nicht reingucken. Das Dometic Camper Luftzelt Ace Air Pro, Landvergnügen 2022, startet nicht vergessen, also ganz wichtig. 22? Ja, 22. Eine Selbstbau-Trenntoilette und sei es nur zum Testen. Wir haben Haken für die Heki. Es geht um die AirTune Truma-Filter. Wir haben Klimaanlagenlärm. Ja, und das Buch Deutschlands Welterbe. Und wir selbst verlosen aus unserem Fundus ebenfalls 3 Bücher. Zählt doch mal im ganzen Clip das Wort Camping. Also immer wenn mir das Camping herausrutscht, könnt ihr das zählen. Und mit der richtigen Anzahl landet ihr im Lostopf und gewinnt am Ende vielleicht das Buch von Thorsten Berning über die Ostsee oder über die Wohnmobilstellplätze. Also am besten einen Zettel bereitlegen und Strichliste führen. Ausgabe Juni 2021. Im Pkw seit Jahren Normalität, in Wohnmobilen nur bei Neufahrzeugen Alltag. Reifendrucksysteme. 2012 waren wir mit dem Wohnwagen im Tunnel in Österreich unterwegs, als es uns erwischte. Ein Reifen platzte. Das war ein Tunnel mit Gegenverkehr und wir fingen an zu schlingern, kamen aber an den 2 uns entgegenkommenden Lastern vorbei. Glücklicherweise hatte ich mich an das Tempo mit Tempo 80 erhalten. Ich konnte das Gespann stoppen, ohne dass der Wohnwagen umkippte. Ich gucke jetzt gerade Nadja hier drüben an und ich glaube, beide Gänsehaut wieder. Danach gehörte der Tunnel ja für ein paar Stunden uns alleine. Das ist ein echter Albtraum. Ein Wohnwagen, ein Schrotthaufen, die Reifendecke hatte sich gelöst und sich wie eine Fräse in den Wohnwagen gegraben und alles vernichtet, was in der Umgebung war. Ein einfaches Reifendrucksystem hätte damals bereits frühzeitig gewarnt und es wäre nichts passiert. Im letzten Herbst dann auf der Fahrt nach Hause, die letzten Kilometer, plötzlich warnt unser Reifendrucksystem. Druckverlust. Nur langsam, aber stetig fällt der Druck. Erst 3,9, dann 3,8, 3,6. Nadja wurde schon wieder nervös. Ich hatte immer den Druck, aber auch die Temperatur im Auge. Nur noch 30 Kilometer bis nach Hause. An der Tankstelle war natürlich kein Kompressor zu finden. Wir sind dann noch bis nach Hause gekommen, hatten noch 2,5 Bar und die Temperatur war nie größer oder höher als 40 Grad. Das ist ganz wichtig. Eine Stunde später waren es gerade mal noch 1,5 Bar. Auch diesmal wäre es ins Auge gegangen. Der Reifen verliert Druck, dadurch wird er weich, wird zunehmend durchgewalkt und der Gummi wird dabei immer heißer. Irgendwann wird der Reifen so heiß, dass er sich in seine Bestandteile auflöst und der verbleibende Druck reicht dann aus, um den Reifen platzen zu lassen. Am nächsten Tag stellte unsere Werkstatt dann fest, dass wir in der Stahlfelge einen Riss hatten. Und deswegen finden Nadja und ich es so wichtig, ein Reifendrucksystem zu haben. Wir haben seit einigen Monaten jetzt die Sensoren von Comworks. Inga, da kannst du mal näher kommen. Das sind so kleine Sensoren, die auf die Ventile an den Reifen draufgeschraubt werden. Wir haben die Sensoren jetzt seit einigen Monaten. Ihr erinnert euch vielleicht an die Tank-Füllstandssensoren aus einer der letzten Sendungen. Die letzten Wochen waren wir in Schweden und dort konnten wir das System auf Herz und Nieren überprüfen. Bei Comworks könnt ihr die einzelnen Sensoren mit eurem Smartphone koppeln und habt somit immer den Druck im Blick. Die Sensoren messen ständig den Druck und die App überprüft im Hintergrund die Sensoren. Dabei ist es egal, ob ihr mit 4 oder 6 Reifen unterwegs seid oder sogar noch einen Anhänger habt. Auch Pkw und Wohnwagen funktioniert. Im Grunde richtet man das einmal ein, wählt für sich den Warndruck aus und sollte mal etwas sein, meldet sich die App. Irritiert hat uns anfänglich, dass die Reifen in der Anzeige nacheinander ausgegraut sind. Das ist aber normal, da der Reifen ja nacheinander angefragt wird. Wir haben uns für den Bereich 3,9 bis 5,6 entschieden.
Das müsst ihr aber bei euch, ja, aufgrund eures Drucks mit den Reifen individuell tun. Und bei der Temperatur habe ich 60 Grad eingestellt. Wenn es heißer wird, werden wir gewarnt. Und wie eingangs beschrieben, ist ja die Hitze das eigentliche Problem für den Kunden. Sinkt der Druck unter den Bahnwert, meldet sich die App. Dabei würde ich mir wünschen, dass es noch aktiver passiert, aber da ist die Firma schon dran. Derzeit bekommt man das nur eingeblendet und das zwar immer wieder, aber eine Sirene, eine Fanfare, Klingeln, ich weiß nicht. Ein Anruf, das wäre mir eigentlich noch wichtig. Nach 5000 Kilometern kann ich euch berichten, wir hatten keinerlei Probleme mit den Geräten. Das Koppeln der Sensoren mit der App ist kinderleicht. Anders wie bei ähnlichen Systemen sagt euch die App, wann ihr die Batterien der Sensoren wechseln sollt. In der Regel nach 12 Monaten, aber ihr habt genügend Zeit, denn die App sagt euch das frühzeitig an und Comworks empfiehlt diese CR2032 von Varta. Das ist eine Lithiumzelle mit hoher Kapazität und ja, dementsprechend langer Lebensdauer. Übrigens hat der Hersteller die Sensoren vor einiger Zeit so optimiert, dass diese nun auch an alle gängigen Ventilverlängerungen benutzt werden können. Das ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel Doppelreifen habt. Ja, ach, und noch eins. Die Sensoren können, wie die anderen Supersense-Produkte, über das Webportal und damit über das Internet freigegeben und von der Ferne abgerufen werden. Da habe ich jetzt eine Zeit lang überlegen müssen, für was das gut sein könnte. Dann kam mir aber der Gedanke, ich habe eine Beatflotte und kann so aus der Ferne den Druck überprüfen. Also, ihr habt da bestimmt eigene Ideen, euch fällt da schon was ein. Ja, oder wenn ich mal mit dem Wohnmobil unterwegs bin, dann kannst du in der Ferne schauen, ob alles okay ist. Wenn du willst, dass ich dich überwache, gerne. Können wir machen. Das schlage ich hier vor. Und dann ist dann noch die Anhängerfunktion. Es können ja noch weitere Sensoren hinzugefügt werden und zum Beispiel der Hänger oder der Wohnwagen. In der App gibt es dafür einen einfachen Taster, damit schaltet man die Anhänger einfach an oder aus. Also das ist auch ein Feature, finde ich sehr praktisch. Das Set mit 4 Sensoren kostet bei Comworks 159 €. Comworks Reifendrucksystem. Dieselskandal. Eigentlich wollten wir uns da gar nicht mit beschäftigen und wir haben lange überlegt, ob wir das Thema überhaupt in Wohnmobilblog aufnehmen. Denn eigentlich wollen sich Nadja und ich mit Gerichten, mit Anwalt und im Privatleben schon gar nicht beschäftigen. Ja, aber es geht um einen Dieselskandal und Nadja und ich wussten recht schnell im Herbst, als wir erstmals von den möglichen Manipulationen hörten, auch unser Motor ist betroffen. Betroffen sind übrigens Fiat, Ducato, Iveco, aber mittlerweile auch, ach Gott, alle möglichen. Ich blende das hier mal ein. Wie ihr das herausbekommt, ob auch ihr betroffen seid, dazu kommen wir später. Tja, und was brachte uns unser Wissen? Nix. Denn träge, wie wir nun mal sind, dachten wir, am besten einfach erstmal zurücklehnen, abwarten. Schließlich fährt unser Wohnmobil einwandfrei und wir wollen es ja auch gar nicht verkaufen oder zurückgeben. Mögliche Wertverluste sind doch somit gar nicht eingetreten. Ja, ihr kennt das vielleicht. Wir waren einfach bequem. Jedoch haben wir in den letzten Wochen dann gemerkt, dass so einfach die Sachlage eben nicht ist. Denn was passiert, wenn es tatsächlich Fahrverbote gibt? Sehr unwahrscheinlich. Aber könnte es passieren, dass wir in manche Innenstädte und Ballungszentren nicht mehr fahren dürfen? Ja, ich glaube, das ist schon sehr gut möglich. Vielleicht bekommen wir dann einfach auch keine grüne Plakette mehr. Wie sieht es dann im Ausland aus? Und wenn dem so ist, was passiert dann mit dem Wiederverkaufswert meines Fahrzeugs? Denn dann dürfte das für den neuen Käufer doch sofort unattraktiver werden. Überhaupt. Plötzlich fühlten Nadja und ich uns in einer Art Opferrolle. Gekauft hatten wir nämlich damals das neue Wohnmobil auch, weil es einen neueren Motor hatte und wir damit in die Städte mit den Dieselfahrverboten fahren konnten. Wenn das aber zukünftig wegfällt, ist das ein klarer Nachteil und wir hätten eigentlich gar kein neues Wohnmobil kaufen müssen. Und dementsprechend haben wir tatsächlich einen materiellen Schaden. Ist es vielleicht auch möglich, dass man über die Abgase zukünftig mehr Steuern zahlen muss? Da laufen dann über die Jahre vielleicht stolze Summen auf. Und überhaupt ist es ein dass diese Abgaswerte manipuliert wurden und wir Verbraucher doch am Ende die Zeche zahlen müssen. Irgendwer hat das ja veranlasst, egal ob Vorstand, Abteilungsleiter oder einzelner Ingenieur. Da ist kriminell dabei gewesen und das muss bestraft werden, denn das ist ja wissentlich passiert. Und genau an diesem Punkt sind ja und ich jetzt angekommen. Vom ersten Gedanken, alles nicht so wild im letzten Herbst,
bis jetzt, oh, wir müssen was tun, aber was? Alles nur Panikmache oder wie viel haben wir eigentlich jetzt durch diese Tricksereien schon verloren oder werden es verlieren? Naja, und zuletzt, es ist doch eine Sauerei. Das ist im Grunde Betrug. Und dafür soll jemand auch bestraft werden. Und da wir wissen, dass es vielen, sehr vielen so geht wie uns, haben wir uns jetzt an die Kanzlei Stoll und Sauer gewandt. Das Interview veröffentlichen wir in einer Woche. Da besprechen wir noch einmal, um was es überhaupt geht, was die Kanzlei so tut und auch, wie wir vorhaben, zu unserem Recht zu kommen. Und wir gehen auch darauf ein, was ihr tun könnt, wenn ihr keine Rechtsschutzversicherung habt, die euch eure Anwaltskosten bezahlt. Wir können euch nur empfehlen, sucht euch einen Profi, lasst das den Anwalt bei euch zu Hause machen. Dazu ist das Thema einfach viel zu komplex. Auf der Seite von Stoll könnt ihr übrigens kostenlos eine Erstberatung anleihen. Dann wisst ihr auch, ob euer Fall betroffen ist. Wir werden euch über den Vorgang, über den ganzen Fall im Laufe der nächsten Monate immer wieder im Laufenden halten. Alle Links und Dokumente im Text oder auf Womoblog. Rausgucken, aber nicht reingucken. Jetzt haben wir echt was Geniales für euch. Gerade wenn ihr so einen großen, voll integrierten oder einen TI habt, dann kommt ihr euch doch manchmal sicher so vor, als sitzt ihr auf dem Präsentierteller. Vorne den Fahrer- und Beifahrersitz als Sitzgruppe zusammengestellt, die großen Fensterfronten um euch herum, einfach toll zum Hinausschauen, die Landschaft, die Berge, der See liegen direkt vor euch, wundervoll sowas zu erleben. Bloß blöd, wenn die asiatischen Touristen im Pulk direkt vor euch auftauchen und euch als Fotomotiv entdecken. Ist echt passiert, haben wir in Norwegen erlebt. War wirklich lustig, eine Frau wollte dann sogar mal reinkommen. Nun gibt es eine tolle Erfindung. Ursprünglich für Büros, ja ganze Hochhäuser, hat Herr Stock von multirollo.de seinen Sonnenschutz nun auch für uns Wohnmobilfahrer optimiert. Durch eine spezielle Technik ist es möglich, dass man zwar nach draußen gucken, aber niemand nach innen schauen kann. Noch dazu wird die Hitzestrahlung zu 90% zurückgehalten. Wie ein Spiegel reflektiert das Rollo und die Hitze kommt somit gar nicht im Wohnmobil an. In seinem Werbevideo fährt Herr Stock mit dem Wohnmobil und es sieht aus, als würde das Wohnmobil autonom fahren. Ihr seht schon, man kann ins Wohnmobil gar nicht reinschauen. Ist das während der Fahrt zulässig? Das macht ihr natürlich bitte nicht. Wir haben das jetzt hier nur mal in diesem Werbeclip gezeigt. Das ist natürlich nicht zulässig. Viel interessanter ist, dass gleichzeitig man aus dem Wohnmobil wunderbar herausschauen kann. Und ihr habt hier eben gesehen, nach drinnen konnte keiner gucken. Das Ganze gibt es automatisch. Also ihr seht schon, hier fährt das Rollo von unten nach oben. Es geht auch von oben nach unten. Das gibt es für alle möglichen Fenster, also nicht nur die großen Frontscheiben, sondern auch individuell angepasst. Und wenn man von drinnen nach draußen schaut, merkt man gar nicht, dass es absolut blickdicht ist. In seinem Werbevideo fährt Herr Stock mit dem Wohnmobil und es sieht so aus, als wäre das autonome Fahren für Wohnmobile schon Normalität. Nadja hat es schon reingerufen, sowas dürft ihr nicht machen. Also wenn ihr euch das System anschaut, das ist im öffentlichen Straßenverkehr nicht erlaubt. Aber ich denke, ihr versteht und ihr seht auch, wie gut das System funktioniert. Ab 500 € gibt es das System manuell, ab 680 € mit elektrischer Steuerung, zuzüglich Mehrwertsteuer. Das kommt aber ganz auf euer Wohnmobil an und für den genauen Preis solltet ihr auf jeden Fall den Hersteller kontaktieren. Einige Details. Das Material ist zerreißfest. Gibt es eigentlich für alle Wohnmobile integriert oder Kasten, Ducato, Renault. Ihr könnt wählen, ob das Rollo von unten nach oben oder von oben nach unten fährt. Wir haben ein Rollo, das von unten nach oben geht und das finden wir sehr gelungen, aber im Grunde ist das absolut Geschmackssache. Das Multirollo gibt es auch als komplette Verdunklung. Falls ihr noch keine habt, dann aufgepasst. Der Sichtschutz funktioniert nur am Tag. Wenn ihr es nachts dunkel haben wollt, müsst ihr natürlich wie üblich die Verdunklung anbringen. Da es tausende Varianten bei Linern und Vollintegrierten gibt, bekommt ihr vom Hersteller auch maßangefertigte Lösungen für die Türen und Fenster. Und wenn euch das nun gefällt, dann haben wir ein Bonbon für euch. Bei einer Bestellung mit dem Hinweis auf Womoblog bekommt ihr euer Rollo versandkostenfrei zugeschickt. Und da es als Sperrgut verschickt wird, lohnt sich das.
Den Link zu den Produkten, zur Internetseite und dem Produktvideo vom anscheinend selbstfahrenden Auto stelle ich euch in den Text, beziehungsweise ihr findet es auf Womoblog. Unbedingt mal anschauen. Das habt ihr so noch nicht gesehen. Und von Multirolo gibt es außerdem noch eine Hubbett- oder Alkoven-Verdunklungsrollo. Das kann man auch an diese Etagenbetten am Wohnwagen machen. Damit kann man Platz sparen, das Bett vom Wohnraum trennen. Das kann auch personalisiert im Druck werden. Gibt's bei fotorollos.com. Dometic Camper Luftzelt Ace Air Pro. Jetzt wird's luftig. Wir sind ja schon etwas älter und als wir noch mit Zelt unterwegs waren, hatten wir noch Stahlstangen dabei. Dazu dauerte der Aufbau des Zelts durchaus schon mal einen halben Tag, oder? Und ja, der komplette Campingplatz hat uns dabei zugeguckt. Ist ja auch ganz lustig, wenn man anderen beim Aufbau zuschaut. Nicht selten kamen dann mal Leute vorbei und haben uns geholfen. Ja, und schon hatte man am Abend jemanden zum Klönen und zum Erzählen. Doch alleine das Gewicht war damals schon ein Hemmnis. Und irgendwann stellten wir auf Alu um mit der Folge, dass wir bei einem Sturm auch mal eine geknickte Stange hatten. Na, und dann kamen die Luftzelte und wir dachten, das kann ja nicht gut gehen. Luftzelte, Luftmatratze. Ein Loch und alles hängt durch. Also, wie soll das denn im Sturm überstehen? Aber das Gegenteil war der Fall. Beim Sturm legte sich das Zelt im Nachbarn einfach ein wenig zur Seite. Ja, mehr passierte nicht. Jetzt haben wir selbst eins und haben es das allererste Mal ausprobiert. Und Inga und ich haben gerade bei, 30 Grad da draußen gestanden und haben uns abgekämpft. Ich würde empfehlen, die Ventile zuzumachen, bevor man anfängt zu pumpen. Dann geht es ein bisschen schneller wie bei uns. Das hast du wegen die vorher gesprochen. Aber machen wir einfach weiter. Warum haben wir das von Camper? In einer Camping-Facebook-Gruppe hatten sie ausführlich über das Camper Ace Air Pro diskutiert und dort hatten sich mehrere gemeldet, die seit vielen Jahren, ich meine, es wären sogar 10 Jahre gewesen, mit dem Vorgänger schon unterwegs waren und nur positiv berichten. Und dabei waren auch Leute da, die ein günstiges Zelt hatten und dann auf Camper wechselten, weil Qualität hat halt einfach ihren Preis. Leider hat die Kamera jetzt beim Aufbau gestreikt und wir können euch nur ein paar Clips davon liefern, aber demnächst kommt ein komplettes Video zum Camper Luftzelt. Inga, Nadja und ich haben noch nie ein Luftzelt aufgebaut und Inga hat es eben schon angesprochen. Wir haben es trotzdem in kürzer Zeit hinbekommen. Ausbreiten, losbauen. Ja, denkst du, nichts passiert. Als echte Anfänger haben wir nämlich vergessen, die Entlüftungshähne zu schließen. Luft rein, auf der anderen Seite Luft raus. Okay, 3 Entlüftungshähne gefunden und geschlossen. Nochmal kräftig gepumpt und schwupps, steht da ein richtig großes Zelt vor dir. Edel und großzügig und bombenfest. Das hatten wir so nicht erwartet. Dazu steht das Zelt quasi allein und das auch bei Sturm. Ganz ohne Stangen. Ohne, das muss hier hin und die Stange kommt dahin und da fehlt noch dies oder das. Einfach aufpumpen, abspannen, befestigen, fertig. Klasse bei unserem Camperzelt ist, dass man das Zelt je nach Bedürfnis erweitern kann. So gibt es Erker, die rechts und links die Gesamtfläche nochmals erheblich erweitern und das Zelt ist natürlich nicht nur für Wohnmobile, sondern die Camper Ace Air Pro passen perfekt zum Wohnwagen. Dafür haben wir es eigentlich bekommen. Der Wohnwagen bekommt ein Update. Aber es passt im Zweifel auch bei uns Wohnmobil. Wenn ihr also noch ein Zelt sucht, das neue Camper Ace Air Pro können wir euch sehr empfehlen. Macht einen extrem wertigen Eindruck. Derzeit aber, wie so vieles, nur schwer zu bekommen, kostet je nach Größe und Ausstattung zwischen 1000 und 2000 Euro. Landvergnügen! Die Stell- und Campingplätze sind wieder auf und wir haben euch alternative Systeme von Stay Better und Vanlife Location vorgestellt. Daher darf unseres Erachtens Landvergnügen dabei nicht fehlen. Landvergnügen 2022 ist ab jetzt verfügbar, kostet 49,90. Wir trafen vor 2 Jahren mit einer Botschafterin von Landvergnügen zusammen und Angela und ihren Mann Hans-Jörg haben uns viel über Landvergnügen und ihre Arbeit dort erzählt. Hier werden die Partner, also die Winzer- und Bauernhöfe von mittlerweile über 70 Botschaftern betreut und diese Menschen suchen immer wieder neue Locations. So hat Landvergnügen in Deutschland mittlerweile ca. 1400 Stellplatzmöglichkeiten. Bei Landvergnügen kauft ihr euch das Landvergnügen Buch und
Damit erhaltet ihr neben der nötigen Plakette auch den Zugangscode zur Landvergnügen-App. Je nach Platz müsst ihr euch anmelden oder einfach vorbeifahren. Natürlich geht die Erwartung der Gastgeber mit dem Stellplatzangebot einher, dass ihr aus dem Angebot oder dem Bauernladen auch etwas kauft. Das ist zwar kein Muss, aber es gehört sich einfach. Zumindest in den Laden reinschauen oder beim Winzer mal einen Shoppen zu heben. Für uns war es immer interessant und bislang haben wir auch immer was gekauft, gegessen, getrunken, ja, und uns sehr wohl gefühlt. Oder einfach den Wein vor Ort verköstigt. Und das war bislang oft das größte Erlebnis. Es gehört einfach dazu, den Gastgeber auch finanziell zu unterstützen und einen Anreiz zu geben, es uns Wohnmobilisten doch schön zu machen. Also seht Landvergnügen nicht als billige Möglichkeit freizustehen. Das große Geschenk des Systems ist es doch, dass man an tollen Plätzen und oft bei tollen Menschen stehen darf. Auf der Wiese, neben der Scheune, hinterm Haus viel Grün. Ja, sogar zwischen den Weinreben dürften wir schon mal unseren Tisch aufstellen, mitten im Weinberg. Es gibt auch Nachteile. Man sieht natürlich nicht, ob ein Platz ausgebucht ist. Auf der Alp hatte so ein Hof zwar noch irgendwo Platz für uns, aber es war uns zu eng und so sind wir weitergezogen. Deswegen immer vorher anrufen, steht auch im Buch drin. Wenn niemand rangeht, dann ist oft der Platz einfach schon voll und dann nicht einfach auf Gutdünken losfahren. Und wenn einfach Anreisen im Buch steht, dann kann es euch trotzdem passieren, dass ihr weiterfahren müsst, weil einfach kein Platz mehr da ist. Ihr dürft euch da nicht einfach dazustellen. Wirklich passiert. An einem Bauernhof. 3 Plätze sind ausgewiesen. Die sind zum Mittag voll, der Bauer ist außer Haus und sieht nicht richtig, als er heimkommt. Auf der Wiese neben den 3 Stellplätzen stehen nicht weniger als 15 Wohnmobile auf der Wiese. Hallo? Das ist kein Campingplatz. Da stehen 3 Schilder. 3 sind belegt. Was kann das wohl bedeuten? Wenn da dann 15 Wohnmobile stehen, dann der Gastgeber unter Umständen extrem Ärger. Deswegen vorher anrufen und Platz sichern oder wenn voll, dann einfach weiterfahren und einfach dazustellen. Und ganz wichtig, wenn ihr den Platz dann doch nicht ansteuert, dann bitte wieder ab. Denn dann bekommt jemand anderes die Chance auf einen schönen Übernachtungsplatz. Landvergnügen bietet übrigens eine tolle Übernachtung und sicher Überraschungen und außergewöhnliche Erlebnisse. Mehrere Tage könnt ihr dort nicht stehen. Wir haben bislang tolle Orte und Gastgeber kennengelernt und machen immer wieder gerne Station bei Landvergnügen. Aufgepasst! Die limitierte Auflage 2021 ist ausverkauft. Aber der Verkauf für das Jahr 2022 beginnt gerade. Ihr müsst euch also schnell die neue Auflage sichern. Die Ausgabe 2022 kostet 49,90 €. Ihr bekommt damit das Buch, die App und die notwendige Plakette. Es gibt aber keine automatische Verlängerung. Ihr müsst also jedes Jahr neu euch entscheiden und frühzeitig das nächste Buch kaufen. Alle Links im Text oder auf Womoblog. Airtune-Filter. Derzeit werden Filter für die Truma-Heizung überall forciert. Wir haben uns das einmal angeschaut und angenommen. Hier wird ein Filter vor jedem Auslass der Heizung montiert. Der Filter muss mäßig ausgetauscht werden und da die Truma eine Umluftheizung ist, soll so der Staub und Keime Pollen aus der umgewälzten Luft gezogen werden. Das ist gut. Bestimmt eine tolle Sache für alle Allergiker und betroffene Personen. Wobei ich mir dann überlegen würde, statt einer Truma-Heizung mit Umluft eine alte Heizung ins Wohnmobil einzubauen, die hat das nämlich nicht. Wer jedoch nicht zu einer solchen Risikogruppe gehört, der braucht so etwas unseres Erachtens nicht. Da habe ich das Gefühl, hier wird ein Problem hergeredet und die perfekte Lösung für alle verkauft, wo es gar kein Problem gibt. Unsere Atemwege bekommen das alles gut ohne Filtersystem in den Griff. Wenn ihr im Alltag keine Probleme habt, dann braucht man unseres Erachtens im Wohnmobil auch nicht. Schon gar nicht, wer überwiegend im Sommer fährt, denn ist die Heizung in den allermeisten Fällen nicht an. Fällt für uns also unter, braucht man nicht, wenn man gesundheitlich mit Staub, Keimen und Pollen keine Probleme hat. Ich verlinke euch trotzdem die Produkte im Text und auf Womoblog. Rolling Homes, zeige deine Campingleidenschaft. Unsere Hoodies und T-Shirts sind auch dieses Mal wieder von Rolling Homes. Falls sie euch gefallen, schaut euch doch mal im Shop von Eike und Lea um. Wir finden, da sind ziemlich tolle Sachen dabei. Link im Text oder auf Womoblog.
Rolling Homes, danke für die Shirts und Gadgets. Kommen wir zu Ingmar P. Brunkel. Das ist ein Tüftler. Das ist ein Tüftler, der mich schon mal mit der Idee begeisterte, das Wasser auf dem Dach des Wohnmobils als Trinkwasser zu sammeln. Jetzt macht er auch mit einer anderen Idee auf sich aufmerksam, die normale Campingtoilette zu einer Trenntoilette umzufunktionieren. Mit einem 3D-Drucker druckt ihr euch einen solchen Einsatz und dazu gibt es dann diesen Siebtopf aus dem handelsüblichen Baumarkt, einen Beutel und schon könnt ihr das Feste vom Flüssigen trennen. Hört sich das für euch eklig an? Wenn nicht, ist es vielleicht der erste Schritt zur Trenntoilette. Mit dieser Vorrichtung kann man das Klo mal so und mal so nutzen. Auf dem Platz ganz normal die Kassettenbenutzung. Ihr steht vielleicht dann mal länger autark. Dann mit dem Einsatz. Urin landet in der Kassette und die Fäkalien hinten in diesem Behälter, in diesem Beutel. Den kann man dann einfach in dem Hausmüll entsorgen. Hat wie immer alles Vor- und Nachteile. Meine persönliche Meinung, zum Testen finde ich das schon mal sehr gut. Aber dass man den Beutel herausnehmen muss und bei unserer Trenntoilette fällt halt alles einfach hinten rein und ist weg und ich beschäftige mich erst wieder damit, wenn ich die Fäkalien aus dem Eimer entleere. Das finde ich angenehmer. Nichtsdestotrotz kommt ihr mit der Lösung von Ingmar in den Genuss der Trennung. Schaut euch die Clips von Ingmar einmal an, ich verlinke sie euch wie immer im Text und auf Womoblog. Jetzt zu Facebook. Das ist absolut grandios. Ein Seelenverwandter hat sich auf Facebook zum Thema Klimaanlage und Campingplatz ausgelassen. In der Facebook-Gruppe Tipps und Tricks wird er zum Teil dafür total zerrissen, aber er spricht mir aus der Seele. Es geht um den Lärm, den mittlerweile die Masse an Klimaanlagen auf einem Campingplatz in der Nacht so macht. Gerne mal einlesen und wie immer mitdiskutieren. Link auf Womoblog oder unten im Text. Windclips fürs Dachfenster. Inga, guck mal. Ich habe erst gar nicht kapiert, was das eigentlich ist. Frank Riekmann hat mir diese Teile für die 40x40 und 70x30 Hikis zugeschickt. Ihr kennt das. Man hat das Dachfenster nur ein Stück geöffnet und der Wind reißt es einem dann nach oben weg. Dabei kann das Hiki sogar kaputt gehen. Erst einmal habe ich gar nicht kapiert, wie das funktionieren soll. Und wie man das einhängen muss, aber diese Teile aus 3D-Druckern sind echt genial. Bei unserer Heki kann man zumindest die zweite Stufe einhängen, aber das ist bei allen Modellen unterschiedlich. Frank hat diese Clips entwickelt, ins Heki eingehängt, hält das Fenster seine Position auch bei Wind. Frank verkauft diese Windclips nicht, die muss man sich schon selbst im 3D-Drucker drucken. Wer die Druckdatei haben möchte oder die Teile auch herstellen mag, melde sich bei Frank Riekmann. Wir haben auf Womoblog vor kurzem einen Artikel von Hannes Schlee über 3D-Druck veröffentlicht. Das ist ein sehr spannendes Thema und dort findet ihr auch einen Link zu professionellen Druckereien, die euch sowas drucken, sofern ihr die entsprechende Druckdatei liefert. Tolle Sache, Frank. Danke, ich verlinke den Kontakt unten im Text und auf Womoblog. Ein Prachtbuch haben wir noch für euch. UNESCO-Weltkulturerbe. Nadja und ich haken schon seit Jahren die UNESCO-Weltkulturerben ab. Nicht nur in Deutschland. Wir finden, wenn man in der Nähe ist, sollte man unbedingt zu sowas hinfahren. Das lohnt sich eigentlich immer. Wir wurden dabei noch nie enttäuscht. Okay? Man muss sich ein bisschen für Geschichte und Kultur interessieren. Egal in welchem Land. Das sind immer Highlights. Und dieser Bildband aus dem Bruckmann Verlag macht Appetit auf die deutschen Vertreter. Wenn ihr also außergewöhnliche Ziele und Geschichten dazu sucht, dann ist dieses Buch etwas für euch. Wir lieben es und Nadja hat im Winter sehr lange und oft auf unserem Lesestuhl gesessen und da drin gestöbert. Ich nehme mal an, wir werden in der nächsten Zeit einiges Neues besuchen. Etwa die Hälfte haben wir schon abgehakt. Mal gucken, wann wir die andere Hälfte schaffen. Das Buch Deutschlands Welterbe ist im Bruckmann Verlag erschienen, sehr zu empfehlen. Link im Text und auf Womoblog. Halt, nicht abschalten, das war's noch nicht. Jetzt gibt's wieder was zu gewinnen. Wir haben 3 Bücher von Thorsten Berning. Einmal Wohnmobilstellplätze Deutschlands und zweimal das Buch Ostseeküste. Haben wir schon mal vorgestellt. Alles, was ihr tun müsst,
werdet auf Womoblog Abonnent, sendet eine E-Mail an gewinnspiel@womoblog mit dem Betreff Camping mit Ä und im Text nennt ihr euren Namen und eure Adresse. Und nennt die Zahl der Campings, die ich in diesen News und Neuheiten benutzt habe. Gehen keine richtigen Lösungen ein, gewinnen die am nächsten dran waren. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie oft ich Camping gesagt habe, aber ihr werdet das schon durchzählen. Einsendeschluss ist der 30.07. Die Gewinner werden ausgelost, wenn es mehr richtige Lösungen gibt und anschließend per Mail benachrichtigt. Eine Vorauszahlung der Gewinne ist ebenso wie der Rechtsweg ausgeschlossen. Alle Namen und Adressen werden wir selbstverständlich nicht für Werbezwecke einsetzen. Nadja, was hat dir gefallen? Ja, mein Welterbebuch. Das Welterbebuch. Nadja, Highlight. hätte ich mir eigentlich denken können. Naja, klar, bei mir sind es natürlich die Reifendrucksensoren, denn die sind mir unglaublich wichtig. Also vielleicht bin ich mittlerweile ein ängstlicher Typ, habe schon drüber nachgedacht, als ich den Film hier vorbereitet habe, aber solche Dinge erleichtern einen das Leben. Ihr Lieben, wir sind wieder am Ende angekommen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Dann gebt uns ein Like, abonniert natürlich unseren Kanal und besucht uns auf Womoblog. Da warten viele Produkttests, Selbstbauanleitungen und Reiseberichte auf euch. Und na klar, schreibt uns einen Kommentar, diskutiert mit uns, wir freuen uns über jede Mail. Das war's, bis zum nächsten Mal.